Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jomo genau richtig. Ich bin der Jonas und möchte euch heute in Node-RED zeigen, wie man ein Dashboard erstellt. Los geht's! Wir wollen heute Prozesswerte aus unserem Varitron in einem Dashboard in Node-RED anzeigen lassen. Was müssen wir dazu als erstes machen? Ich habe mir Prozesswerte in meinem Codesys-Projekt auf dem Varitron simuliert. Die sieht man hier. Habe die in die Symbolkonfiguration eingefügt, sodass ich die über OPC-UA auslesen kann. Zukünftig muss ich diesen Umweg natürlich nicht mehr gehen, dann wird es spezielle Varitron-Nodes geben, mit denen ich direkten Zugriff auf die Prozesswerte habe. Um diese Prozesswerte jetzt auszulesen, habe ich hier schon was vorbereitet. Zuerst habe ich mir Nodes für OPC-UA installiert. Wie das funktioniert, habe ich euch im letzten Video gezeigt und habe diese dann hier reingezogen und konfiguriert. Hier habe ich einen zyklischen Zeitstempel, dass quasi jede Sekunde die Daten abgeholt werden. Hier wird dann quasi die ID von dem entsprechenden Prozesswert konfiguriert, auf meinem OPC-UA Client gegeben, den ich hier mit localhost konfiguriert habe, da ja Node-RED und Codesys auf dem Varitron laufen, und gebe diese dann über die Debug-Schnittstelle hier aus. Man sieht hier die aktualisierten Werte aus der Codesys. Des Weiteren habe ich hier unten eine weitere Variable, die ich beschreiben kann. Hier kann ich zum Beispiel einen Soll-Wert vorgeben. Und ich habe noch ein Bit, mit dem ich das Ganze aktivieren und deaktivieren kann. Ich habe das jetzt einfach auf 0 gesetzt und kann das hiermit wieder aktivieren. Wir wollen jetzt diese Prozesswerte nicht über die Debug-Schnittstelle ausgeben, die lösche ich jetzt hier, sondern in einem Dashboard. Dafür lege ich zuerst die Struktur meines Dashboards fest. Gehe hier ins Menü zu Dashboard und füge jetzt hier einen Tab hinzu und benenne den zum Beispiel Regler. Unter diesem Regler-Tab soll es eine Gruppe geben und die soll Regelkreis 1 heißen. Des Weiteren möchte ich einen weiteren Tab in meinem Dashboard. Der soll Temperatur heißen. Und unter diesem Tab möchte ich wiederum eine Gruppe, die T1 bis T3 heißt. Hier kann ich dann weitere Einstellungen vornehmen und auch einen Style einstellen. Ich stelle das mal auf Dark, das gefällt mir besser. Im nächsten Schritt werde ich meine Dashboard-Elemente hier reinziehen, die ich hier schon vorab installiert habe. Ich hätte gern diesen Gauge, die Tacho-Anzeige. Mit einem Doppelklick kann ich diese konfigurieren. Diese Anzeige kann ich jetzt in meiner Struktur, die ich hier vorher definiert habe, zuordnen. Und zwar soll das gehören zum Regelkreis 1 vom Regler. Tab Regler, Gruppe Regelkreis 1. Ich lege eine Größe fest, zum Beispiel 5×4. Es soll ein Typ Gauge sein, ein Tacho. Es gibt auch noch andere Typen, können wir dann später auch nochmal auswählen. Ich benenne das entsprechend mit Ist-Wert, kann hier noch ein Format vorgeben. Und zwar möchte ich das formatieren auf eine Nachkommastelle. Diese Information, wie das geschrieben wird, findet ihr in der Dokumentation zu dem entsprechenden Knoten. Und ich möchte hier eine Einheit vorgeben.
Ich skaliere das Ganze zum Beispiel auf 0 bis 50 Grad und kann jetzt hier noch einstellen, dass sich die Farben ändert je nach Wert des Ist-Werts. Und hier für meinen Flow benenne ich das auch mit Ist-Wert. Ich gehe auf Fertig und habe den Knoten konfiguriert. Diesen Knoten kopiere ich mir jetzt einfach für den Soll-Wert. Gruppe bleibt, Typ bleibt. Ich benenne das einfach nur um. Die restlichen Einstellungen können so bleiben. Das Ganze mache ich dann noch für die Temperatur 1 bis 3. Hier möchte ich jetzt kein Tacho, sondern so einen Donut. Benenne das entsprechend. Und füge es hier ein. Passe nur meine Bezeichnungen an. Das habe ich jetzt vergessen. Wir wollen das nicht dem Regelkreis einzuordnen, sondern der anderen Gruppe, also dem Tab Temperatur und Gruppe T1 bis T3. Das mache ich jetzt hier noch schnell. Jetzt sind diese Elemente entsprechend konfiguriert und jetzt ziehe ich nur noch die Verbindung zu meinen ausgelesenen Prozesswerten. Im nächsten Schritt möchte ich auch meinen Sollwert vorgeben, und zwar über einen Slider. Den finde ich hier oben, ziehe mir den auch hier rein, mache einen Doppelklick darauf und konfiguriere entsprechend. Ich ordne dies auch meinem Tab-Regler der Gruppe Regelkreis 1 zu. Größe lege ich fest auf 5×2. Benenne das entsprechend 0 bis 50 Grad in 0,5 Grad Schritten und benenne das noch für meinen Flow. Ich schaffe die Verbindung und bin hier fertig. Als nächstes möchte ich auch noch einen Schalter einbauen in meinem Dashboard, um das Ganze zu aktivieren und deaktivieren. Dann nehme ich hier diesen Switch, wieder einen Doppelklick darauf, ordne das auch meinem Dashboard zu, lege hier eine Größe fest, benenne das entsprechend Regler ein, schaffe hier die Verbindung und bin soweit erstmal hier fertig. Ich werde das jetzt hier übersetzen und über diesen Link können wir uns das Dashboard öffnen und mal anschauen, wie das aussieht. Okay, hier ist mein Slider. Ich kann den Sollwert vorgeben. Der Ist-Wert wird eingelesen. Ich kann das Ganze aktivieren und deaktivieren. Und hier drüben kann ich zu dem anderen Tab wechseln und hier werden mir auch die Temperaturen angezeigt. Die Anordnung gefällt mir jetzt noch nicht so sehr, die werde ich jetzt nochmal anpassen. Die Anordnung dieser Elemente kann ich hier im Dashboard unter Layout anpassen. Ich lege jetzt eine Breite fest von 25 Kästchen und kann dann einfach per Drag and Drop hier mir die Anordnung anpassen. Ja, so lasse ich das jetzt erstmal. Und das gleiche auch für die Temperaturen T1 bis T3. Ich lege die Breite auf 25 fest und möchte die jetzt aber nebeneinander darstellen. Okay, ich schaue mir nochmal an, wie das aussieht. Okay, kann man erstmal so lassen. Jetzt möchte ich vielleicht nicht nur die aktuellen Werte sehen, sondern auch einen Temperaturverlauf mir anzeigen lassen. Gucke ich, was es hier für Knoten gibt in dem Dashboard.
Es gibt einen Chart, den würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ziehe den hier rein, Doppelklick zum Konfigurieren, dem Dashboard Gruppe zuordnen, die Größe festlegen. Ja, lege ich auf 12×7 mal fest. Benenne das Ganze. Es soll vom Typ Line Chart sein. Es gibt noch Bar Chart, Pie Chart und so weiter. Kann hier noch verschiedene Konfigurationen vornehmen. Die lasse ich jetzt aber einfach erstmal so standardmäßig bestehen. Ich ziehe mir beide Prozesswerte, Ist-Wert und Soll-Wert hier rein und bin hier erstmal fertig. Das gleiche mache ich für die Temperaturen T1 bis T3. Dies möchte ich aber dieser Gruppe zuordnen. Diesen Trend mache ich ein bisschen größer. Es soll auch ein Line Chart sein, auch von 0 bis 50 Grad. Und ziehe mir die Temperaturen hier rein. Übersetze ich das Ganze und ordne das noch in meinem Layout an. Ich will den Trend nicht hier unten drunter, sondern hier nebenan. Okay. Das Ganze noch für die Temperatur. Hier soll der Trend unten drunter angezeigt werden und die Anzeige entsprechend oben drüber. Okay, nochmal übersetzen und ich schaue mir an, wie das Dashboard aussieht. Hier habe ich jetzt meinen Trend, kann den Regler ein- und ausschalten, kann den Sollwert vorgeben. Schaue ich mir nochmal die Temperaturen T1 bis 3 an, wie das aussieht. Gefällt mir soweit ganz gut, lasse ich erstmal so stehen. Ihr habt gesehen, mit Node-RED kann man in kurzer Zeit eigentlich ein ansprechendes Dashboard erstellen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da oder schreibt eure Fragen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.